So, ich sitze jetzt im Opel Corsa von meiner Mutter. Danke, Mom, dass ich mir den mal ausleihen darf. Weil ich fahre jetzt nach Köln. Die Tiefgarage im Hotel ist so niedrig, dass ich da mit dem Van, den wir ja noch haben, gar nicht reinpasse. Deswegen musste ich mir jetzt ein tieferes Auto leihen. Ich habe dabei viel gute Laune, Bock, ganz viele Leute zu treffen und eine braune Banane. Hello Cologne, nice to be back. So schön, Köln. Hello again. Hui, es ist aber glatt hier. Warum hello again? Ja, Freunde, ich habe ja mal in Köln gewohnt. In Köln-Hohlweide und trainiert beim Muay Thai Cologne in Köln-Kalk. Und es sind so viele gute Erinnerungen. Irgendwie ein Stück Heimat ist das hier für mich. Ich komme hier immer so gerne wieder zurück. Nach gelungener Anreise heißt es Willkommen auf der Intermod, der Motorradmesse in Köln. Nach einer 100% sicheren Fahrprobe für Groß und Klein geht es interkulturell weiter. Moin, was gibt's bei euch hier? Ja, wir sind English. We promote our club, Turkish Motorcycle Club. We organize tours, events. In Germany too? Also in Germany, in Belgium, a lot of countries in Europe. And the last 3 years we level up to other continents, to Asia 2022. In 2026 we have a plan to North America, United States and Canada. For us, every people is welcome with warm hearts. So if I travel through Turkey, can I call you and ask where can I ride the best parts of Turkey? Yes, of course. With Turkish, we are in our blood is guest for open for helping for the peoples. That's why not? Yeah, nice. So maybe we will see us again. Of course. So, direkt schon mal ein paar Kontakte geknüpft hier in die Türkei. Wenn es dann mal in die Mongolei geht, fahre ich ganz bestimmt auch über die Türkei. Die passende Reifenberatung dafür gäbe es hier sicher auch. Hier gibt es auf jeden Fall echt super viele kleine Firmen, von denen ich noch nie was gehört habe, die irgendwie aus China, Japan oder so kommen. Also das war schon auf der Ausstellerliste auffällig, was da alles so an Namen auftauchte. Apropos Name. Hi, wie kommt ihr denn hier auf den Namen Kuhle Wampe? Kuhle Wampe ist ein Zeltlagerplatz in der Nähe von Berlin, wo Ende der Weltwirtschaftskrise, Ende der 20er Jahre, haben dort Leute mit gegenseitiger Solidarität versucht, sich durch schwierige Zeiten zu bringen. Und wir haben diesen Gedanken der Solidarität und der gegenseitigen Hilfe verbunden mit einer linken Politik übernommen. Und das war dann der Namensgeber für unseren Club. In ganz Deutschland gibt es hier Clubhäuser sozusagen. Wir sind die Neandertaler, da gehöre ich auch zu. Und wir haben hier Regionen und bilden uns zusammen zu einem Gesamtverband, indem wir einmal im Jahr auch ein Sommertreffen veranstalten. Ich bin natürlich auch nicht alleine hier, es sind viele coole Leute, unter anderem da. Du bist schon ein bisschen länger hier heute? Ich bin da seit dem 11. Wie gefällt's dir? Ja, ein bisschen enttäuschend. Die großen Hersteller fehlen halt doch mal, so klamottenmäßig, Ja. was ich eigentlich ausgesucht habe. Das heißt, für was hättest du dich jetzt interessiert hier? Ja, hauptsächlich für Klamotten, Stadler, Ruka, aber nichts von dem ist hier. 2 Hallen ist auch ein bisschen wenig. Ja, das war vor ein paar Jahren mal ganz anders, ne? Das ist echt traurig. Du machst das Beste draus, würde ich sagen? Sicher. Guckt ihr MotoGP? Ja. Was haltet ihr davon, dass Marc Marquez 2025 bei euch ist? Das ist genau die richtige. Ja? Echt? Sehr viel. Du magst ihn auch? Ja, sehr gerne. Cool, wir sind also beide Marc Marquez-Fans. Ja. Schön. Hast du schon mal sowas live gesehen? Ja, wir sind ja am Sachsenring bei der MotoGP auch dabei. Wie ist es? Adrenalin geladen, sehr spannend. Gibt immer viel zu sehen, Rennsport halt. Da ist nie alles gesetzt und kommt ganz drauf an, was für ein Wetter du hast und so weiter. Also es ist echt beeindruckend. Mega spannend. Also Ducati feiert ja, dass Marc Marquez nächstes Jahr bei denen
in der MotoGP im Team mitfährt. Ich bin ja sehr, sehr gespannt, denn dank Julian bin ich jetzt auch bei der MotoGP, ja, mit meinem Herz dabei und Fieber mit. Sehr, sehr spannend. Jorge Martin, ich freue mich sehr für ihn, dass er dieses Jahr gewonnen hat. Ich meine, Pecco hat ja schon mal gewonnen, der weiß ja, wie das ist. Naja, aber es ist auch ein ganz anderes Thema jetzt. Was habe ich mich irgendwie mit Ducati verrannt jetzt hier? Oh, hier am Stand von SV Motec habe ich gerade eine alte Afrika Twin RD07 entdeckt. Zumindest lassen die Aufkleber darauf hoffen. Der Bau ist irgendwie ein bisschen, also die Maske sieht different aus, also sehr anders als das, was ich so kenne. Aber hier, Panzertape, das kommt mir sehr bekannt vor. Was ein Schätzchen, ey. Ja gut, die Koffer, die sind dann wiederum neu, ne? 50.000 soll sie gelaufen haben. Vielleicht ist da noch eine 1 vor oder eine 2. Ich frage mal nach. Wo ist denn hier mal jemand, der mir helfen kann bei meiner Frage? SV Motec-Mitarbeiter, gerade schwer beschäftigt hier. Da muss ich wohl noch kurz warten. Geduld ist nicht so meine Stärke, aber gut. Derweil gucke ich mir hier gerade mal am SV Motec-Stand die Motorräder an. Hör mal, was ein Klopper hier. 1300er GS. Alter, was ein Oschi ist das denn, bitteschön. Hier sehen wir Plastikkoffer dran verbaut. Meine Afrika Twin, die habe ich ja mit Plastikkoffern gekauft. Allerdings habe ich die eigentlich nur noch ein- oder zweimal dran gehabt und dann weggetan. Also ich habe sie noch, aber die stehen nur rum. Weil ich finde, Plastikkoffer, die zur Seite aufgehen, sind echt nicht cool, weil da fällt alles raus. Habt ihr da eine andere Meinung? Wie steht ihr zu Plastikkoffern, die seitlich aufgehen? Das würde mich doch mal interessieren, weil scheinbar gibt es die immer noch. So, hier haben wir nochmal ein Softbag-System. Also zumindest so, naja, so richtig soft ist es auch nicht. Die seitlichen sind soft. Oh, da kann man ordentlich was drin lassen, glaube ich. Viel Platz. Ich habe dich jetzt gerade gefragt, wie alt die Maschine ist und da sagtest du gerade, die ist ganz neu. Und dabei sieht die so retromäßig aus. Vollkommen richtig. Also bei Enfield haben wir noch die Philosophie, dass wir Motorräder so bauen, wie sie früher waren. Natürlich mit neuer Technik, mit Einspritzanlage, mit ABS-Sensoren. Und du hast jetzt hier die Chance, ein Motorrad zu erwerben, das so aussieht wie aus den 60ern, aber brandneu ist. Er weiß leider nicht, dass er an einer völlig falschen Adresse ist bei mir. Ich habe leider schon eine Afrika Twin und ich bin mega glücklich damit. Aber ich finde, dass ihr einfach so einen anderen Vibe macht. Ja, voll sympathisch erstmal. Hast du eine alte oder eine neue Afrika Twin? Ich habe beides. Beides? Ich habe die RD07 Ja. und ich habe aber auch was Neues. Finde ich total cool, weil ich eine RD03 habe. Nein, wie ja, geil. ja, voll. Und natürlich kann ich dich total verstehen. Ja. Vielleicht sind wir ein bisschen quirky damit, aber wir haben hier irgendwo auch so dieses Downsizing als Philosophie und wir setzen uns mit unserem Look einfach nochmal komplett von dem Mainstream ab und das macht gerade dieses Motorrad so interessant. Bombenpreis-Leistungsverhältnis, leitgeprüfte Motorräder, die in Indien wirklich auch richtig hart gefahren werden und demzufolge auch einiges abkönnen und das sind wir. Was heißt das jetzt preislich genau? Also das Motorrad liegt um die 5.000 €. Oh, das ist ja wirklich wenig. Ja. Also, aber es hat dafür natürlich auch weniger technische Features, sowas wie CarPlay hat es nicht. Also Apple CarPlay oder Android CarPlay ist definitiv nicht Teil unserer Philosophie, aber wir bieten durchaus auch andere Modelle an, die auch ein integriertes, farbiges Navi auf Google Maps Plattformen bieten für 6.000 €. Okay, ich glaube, wer so eine Maschine fährt, der liebt, dass es ein Basic-System ist, oder? Dass du einfach nicht viel zu beachten hast, außer Gas geben, Natur genießen und das Motorrad. Das hier ist viel mehr ein Lifestyle, als dass wir einen technologischen Performance-Ansatz verfolgen. Dafür gibt es andere Marken. Was wir sind, ist Lifestyle und Retro. Cool, ich finde, das bringst du absolut rüber. Danke dir auch. Mega sympathisch hier am Stand von Royal Enfield. Ich gehe mal weiter, was es sonst noch gibt hier. Ducati, also die großen Player, sage ich mal, sind größtenteils auch da. Also es ist jetzt hier gerade Halle 7. Mal gucken, was in Halle 8 so abgeht. Ich habe immer einen super Orientierungssinn. Ich war gerade in Halle 8. Ich meinte, jetzt geht's in Halle 7. So, man kommt rein hier, BMW Motorrad. Ich glaube, hier sollte ich auch mal hin. Irgendwer von Insta hatte mir geschrieben, dass die auch da sind, die GS Brothers. Und kaum vom BMW-Stand entfernt wartet auch schon Honda. Wer könnte diesem Blick widerstehen? Okay,
Okay, das sieht jetzt echt ein bisschen aus wie der Tesla unter den Motorrädern, wenn ich mir so den Sitz hinten angucke. Tatsächlich. So, ich konnte jetzt gerade in Erfahrung bringen, das ist das erste Honda E-Motorrad, was voraussichtlich 2026 auf den Markt kommen soll. Und es ist bis jetzt nur ein Konzept, aber ich finde, das sieht schon echt stylisch aus, oder? Für einen schmalen Taler ist hier auch am Honda-Stand ein sehr schönes Motorrad, wie ich finde, was auch echt so ein bisschen retromäßig aussieht. Und ich glaube, die ist auch bestimmt richtig bequem. Ich setze mich mal drauf. Also das ist auch was für Menschen, die jetzt nicht so eine enorme Körpergröße haben. Und ich liebe das ja auch ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, eigentlich liebe ich das sehr, diesen Minimalismus hier vorne im Cockpit und an den Lenkerenden. Nicht viele Knöpfe, da kann man nicht viel falsch machen. Klar, 350 Kubik ist jetzt nicht die Welt, aber ich sage euch ganz ehrlich, ich finde nicht, dass man das unbedingt braucht, so viel Kubik, um irgendwie Spaß zu haben beim Motorradfahren. Ganz im Gegenteil. Wer langsamer fährt, der sieht mehr von der Natur. So, hier bin ich hier bei einer alten Bekannten, möchte ich mal so sagen, CBR 650R. Die bin ich ja in England gefahren und es war echt eine mega neue Erfahrung, so ein sportliches Motorrad zu fahren. Und quasi die Schwester davon, die CB 650R, im Endeffekt das gleiche, nur dass es optisch ein bisschen anders aussieht. Und ihr habt eben hier auch das Honda E-Clutch-System dabei, was ich da ja auch zum ersten Mal getestet habe in England. Ist eine super Sache, Leute. Kann ich euch wirklich empfehlen. Guckt mal in das Video, verlinke ich euch da oben und dann erfahrt ihr da, wie es ist. Das ist jetzt hier die Transalp mit einem Facelift. Ihr seht hier vorne, die Scheinwerfer sind jetzt auch wieder 2. Die sind auch immer an, wenn sie an sind. Und hier auch die Komfortsitzbank. Ich habe mich gerade schon gewundert, als ich drauf saß, was ist das Ding kuschelig? Da geht man so richtig rein mit seinem Orsch, sag ich mal. Also da setzt man sich rein und dann geht man noch so ein Stück runter. Das ist definitiv was für längere Strecken, würde ich jetzt mal so sagen. Ansonsten hat sie leider, was ich wirklich schade finde, hat sie kein Apple CarPlay. Er hat es mir gerade erklärt, warum nicht. Das würde nämlich bedeuten, man müsste hier einen zweiten Display machen. Die hat zwar jetzt einen großen Display, aber man muss halt immer in Deutschland auch die Geschwindigkeit sehen. Wenn hier Apple CarPlay drauf wäre, dann wäre der Display komplett ausgefüllt. Ja, das ist die Begründung, warum die Transalp noch kein Apple CarPlay hat. Aber dafür hat das ja die Africa Twin und da gehe ich jetzt gerade auch noch mal hin, weil hier steht nämlich auch die Africa Twin in neu quasi für 2025. Einmal hier mit einem DCT-Getriebe, die Adventure Sports mit einem 19 Zoll Vorderrad und einmal die ganz normale Africa Twin mit einem 21 Zoll Vorderrad und ohne DCT, also ganz normal mit Schaltung. Wir haben hier einfach ein bisschen verändertes Dekor, sieht ein bisschen fetziger aus. Oh, das Blau ist auch ein anderes als das, was ich jetzt zum Beispiel auf der von 2023 habe. Ich setze mich da mal drauf, mal gucken, wie das sich so anfühlt. Es ist wie auch bei der Africa Twin, die ich ja dieses Jahr quasi mit den gleichen Eckdaten gefahren bin. Die neue von 2024 ist es echt ein Motorrad, was sich total gut fahren lässt, auch für Menschen, die jetzt nicht so riesenhoch sind, weil sie einfach wirklich sehr, sehr niedrig ist. Und es ist natürlich ein Schiff, wenn man hier vorne so nach vorne guckt. Das ist auf jeden Fall ein Apparat. Ich mag es ja gerne ein bisschen größer, muss ich sagen. Also ich bin ja auch nicht gerade klein, von daher, ich fühle mich hier pudelwohl und ist ein schönes Motorrad. Viele beschweren sich, dass manche Hersteller gar nicht mehr erst auf die Intermod kommen oder auf die Motorradmessen. Die werden immer kleiner, immer mehr Hersteller fehlen. Aber Honda hat hier was Neues. Und was es ist, das gucken wir uns jetzt mal an. Hi, ich bin Julia von Honda Deutschland. Wir haben jetzt erstmalig unsere Bekleidungslinie von Kenny bei Honda oder auch unsere Vintage-Bekleidung dabei und schauen einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt. Wir sind sehr positiv gestimmt. Es macht auf jeden Fall Spaß. Die Intermod ist ein voller Erfolg. Und der Hoodie, kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, der ist richtig schön kuschelig. Witzig, Julia fährt genau die CBR 650R, die ich auch in England gefahren bin. Ich liebe meine CBR, ich möchte sie wirklich nicht hergeben. Ich habe angefangen mit einer CBR 500A, habe jetzt ein Update dieses Jahr gemacht. Ich liebe sie, sie lässt sich super schön fahren, sie hat mich nie enttäuscht. Also Leute, wenn ihr ein geiles Bike sucht, ich kann sie empfehlen. Die gibt es nicht mehr ohne mich. Das schaut ja mal richtig frech aus hier. Das ist mal ein crazy Dekor. Also ich glaube, ich würde so ein bisschen verwirrt sein beim Fahren von diesem ganzen Licht und Farben von unten.
Mit einem Zusatz-Hecktank hat die insgesamt 37,6 Liter Kraftstoffvolumen. Ey, Wahnsinn! Happy birthday to you. Das war die Intermod 2024. 2 Hallen. Man kann hier auf jeden Fall die großen Hersteller und viele chinesische, japanische kleine Hersteller kennenlernen, sich einfach mal draufsetzen, jetzt wie auf die neue Afrika Twin und die Transalp. Also das finde ich dann auch ganz gut, da kriegt man schon ein kleines Gefühl. Einige hatten mir auch geschrieben, so ey, ja, das war für mich richtig ausschlaggebend, weil ich überlege, mir 2025 ein neues Motorrad zu holen und das hat mir geholfen. Also dafür ist so eine Messe immer gut und natürlich um Motorrad-Community zu treffen, Leute vor Ort, Motorradclubs und eben die Marken zu sprechen, Fragen zu stellen. Und genau, in diesem Sinne, Freunde, soll es das gewesen sein mit diesem Video. Und vor diesem wunderschönen Honda-Motorrad ebenfalls werde ich mich verabschieden aus diesem Video und wünsche euch allen bis zum nächsten Video alles Gute und wir sehen uns. Zur Feier des Tages trinke ich natürlich, wie soll es auch anders sein, ein Kölsch. Und stoße auch mit den Teilnehmern des 2. Afrika Twin X-Rides an, die ich dank Honda an diesem Abend kennenlernen durfte. Motorradfamilie ist überall. The only way to win at life. I never miss that fact, taking big swings.